Hallo, hier kommt wieder ein neues Video vom Thalassemie Me Team. Ich bin Sarah und habe euch diesmal einen Film zum Thema Therapien geschnitten. Damit möchten wir euch einen Überblick geben, welche Behandlungsmöglichkeiten es im Moment für die Beta-Thalassämie gibt. Abonniert uns auch gerne, wenn euch das Video gefällt. Standardbehandlung von Patienten mit einer Thalassämie Maya besteht in der Transfusionsbehandlung, in der Regel in 3-wöchigen Abständen. Manche Patienten haben alle 4 Wochen nur Transfusionen. Wenn man eine chronische Erkrankung hat, dann ist es wichtig, finde ich, als Arzt, dass man das so macht, dass die Erkrankung trotzdem ins Leben passt oder dass das Leben trotzdem gelebt werden kann und sich nicht alles nur um die Erkrankung dreht. 1979 wurde dann die Diagnose gestellt und dann hat man auch angefangen, mich zu therapieren, also mit Bluttransfusionen regelmäßig. Da war ich ungefähr 3,5 Jahre alt und das geht seitdem fortwährend. Ein paar Jahre später kam ein Medikament zur Eisenausscheidung dazu. Meine Behandlung heute ist eigentlich Routine. Also die Therapie sieht ja so aus, dass ich alle 2 bis 3 Wochen ins Uniklinikum Eppendorf fahre. Dort bekomme ich meine Bluttransfusion. Zwischen 2 und 3 Wochen, je nachdem wie mein Zustand ist, wie hoch das Hämoglobin ist und wie es mir auch körperlich geht. Und das dauert insgesamt mit Blutuntersuchung, die vorher gemacht wird, dann Zugang legen, also halt gepikst werden, Bluttransfusion, dann Arztgespräch, so ja, einen halben Tag, 6 bis 8 Stunden ungefähr. Es hängt ein bisschen davon ab, wenn der Patient vorher kommt, um Kreuzblut abzugeben und wir die Transfusion bestellen können und der dann ankommt zur Transfusion und die schon da ist, dann ja, so ungefähr 3 Stunden. Wenn jetzt jemand natürlich noch erst kommt, Kreuzblut abnimmt und dann darauf wartet, bis die Blutkonserven fertig sind, weil die müssen ja in der Blutbank gekreuzt werden, dann dauert das auch häufig mal so 5, 6 Stunden. Spätestens ab dem Alter von 2, 3 Jahren wird dann eine medikamentöse Behandlung zur Eisenentfernung nötig. Dafür gibt es verschiedene Medikamente, die man in Tablettenform üblicherweise oder meistens in Tablettenform einnimmt. Da gibt es 2 verschiedene Medikamente, mit denen man das machen kann. Die heißen dann als Medikamentengruppe Chelatbildner. Und es gibt auch ein Medikament, was man über eine subkutane Infusion, das heißt also eine Infusion, die über Nacht unter die Haut geht, verabreicht wird. Das war früher die Standardtherapie, wird heute aber nicht mehr von so sehr vielen Patienten genutzt, einfach weil das entsprechend schmerzhaft ist. Und das wurde früher immer im Krankenhaus nach der Transfusion gemacht. Da musste ich dann noch 2 Tage im Krankenhaus bleiben. Heute wird es anders gemacht. Da wird es ambulant zu Hause mit einer Infusionspumpe gemacht. Das mache ich selbst. Die ganze Situation hat sich so viel verbessert für die Patienten, dass man auch sagen kann, die können ein wirklich normaleres Leben leben, als es früher möglich war. Also im Moment mache ich eine Kombinationstherapie aus einem oralen Eisenchelator, also Tabletten, und der altbewährten Infusionstherapie. Die Tabletten täglich und die Infusion 2 bis 3 Mal die Woche, über 24 Stunden. Wenn man das nicht macht, dann lagert sich das Eisen auf die inneren Organe ab, insbesondere das Herz und die Leber, die Bauchspeicheldrüse, was zum Beispiel dann zu Diabetes führt, weil die Bauchspeicheldrüse dann irgendwann nicht mehr richtig arbeitet oder das Herz dann irgendwann so krank ist, dass es nicht mehr arbeitet und viele Thalassämie-Patienten sterben dann, weil ihr Herz einfach nicht mehr funktioniert. Eines der größten Probleme ist eben, wo auch die größte Gefahr lauert, dass eine Eisenüberladung wirklich sehr lange dauern kann
Und man merkt das eben nicht so von heute auf morgen. Also es ist nicht wie ein Hochblutdruckmedikament, das man einfach einmal vergisst und es dann auch sofort merkt, sondern es kann wirklich eine extrem lange Zeit alles in Ordnung sein mit einem. Und man hat so das Gefühl, ach, mir geht es doch gut, ich brauche das nicht. Und im Körper setzt sich aber dieser Prozess fort und das Eisen lagert sich in den Organen ab, weil es auch vom Körper auf natürlichem Wege nicht abgebaut werden kann. Und irgendwann steht man da. Und dann ist das wirklich keine angenehme Sache. Ich sehe meinen Arzt alle 2 Wochen. Manchmal auch nur beim Vorbeilaufen und dann ist das irgendwie so zwischen Tür und Angel. Gibt es was zu besprechen heute? Aber so einmal im Monat setzen wir uns dann schon zusammen und besprechen die aktuellen Werte, die Medikation oder wenn irgendeine Untersuchung ansteht oder ein Brief von der Krankenversicherung. Dann gibt es routinemäßig auch viele Untersuchungen. Zum Kardiologen, zum Augenarzt, zum HNO-Arzt. Das sind Untersuchungen, die wir mindestens einmal im Jahr auch wegen den Eisenchelatoren machen müssen. Leberuntersuchungen alle 3 Wochen natürlich, wenn ich in die Klinik zur Bluttransfusion fahre, eine Menge Blutuntersuchungen. Und dann kommen natürlich auch oft Sachen nochmal dazu wie Krankengymnastik oder um die Schmerzen, die man ab und zu hat, einzudämmen. Ja, das ist so das, was ich machen muss. Die Alternative zu diesem Standardvorgehen ist heutzutage für Kinder, für Patienten, die einen passenden Spender hat, so sagt man das, eine Stammzelltransplantation. Die theoretische Wahrscheinlichkeit, dass man einen Spender hat unter seinen Geschwistern, liegt bei etwa 25%. Wenn man so einen Spender hat, dann würde man heute der Familie empfehlen, so eine Transplantation durchführen zu lassen. Man wird es nicht erzwingen, weil so eine Transplantation auch mit Risiken behaftet ist, aufgrund des Vorgehens dabei, wo man letztlich hohe Infektneigungen und andere Probleme einkauft mit dieser sehr intensiven Chemotherapie in der Regel. Aber diese Empfehlung würde man nach wie vor so aussprechen. Es gibt theoretisch auch und an einigen Kliniken auch relativ ausgedehnt praktiziert die Möglichkeit, einen fremden, nicht verwandten Spender zu suchen, der zufällig auch die gleichen Eigenschaften der weißen Blutkörperchen hat. HLA-Eigenschaften heißen die. Das ist aber wegen der damit verbundenen Risiken nicht so ein Standard. Mit so einer Stammzelltransplantation hat man eine Heilungschance, die inzwischen bei Geschwistern, zunehmend auch bei unverwandten Spendern, bei etwa 90% liegt. Das heißt, 90% der Patienten gehen ohne Thalassämie aus der Transplantation raus. Meistens auch völlig gesund, mit einer Ausnahme, dass nach wie vor ein hohes Risiko besteht, dass die Fruchtbarkeit der so behandelten Menschen eingeschränkt ist nach der Transplantation. Das liegt an den Chemotherapeutika, die da verwendet werden, die dort eine entsprechende Störung verursachen können. Es bleiben 10% übrig. 10, vielleicht bis 15%, je nach Alter des Patienten, wo die Transplantation nicht erfolgreich ist. Und darunter ist auch ein substanzieller Anteil von Patienten, die im Rahmen der Stammzelltransplantation versterben. Die Risiken, die mit der Transplantation assoziiert sind umso größer, je älter ein Patient ist, je mehr Eisenüberladung der hat oder auch schon Vorschädigung der Organe durch die Eisenüberladung er hat. Deswegen ist es natürlich idealerweise in der frühen Kindheit zu machen.
Zum Glück geht die Forschung voran und auch die Forschung für Thalassämie-Patienten geht voran und es wird im Moment viel unternommen, außer der Stammzelltransplantation, die ja im Moment die einzige Möglichkeit ist, Thalassämie-Patienten zu heilen, eine Gentherapie zu etablieren. Das heißt also auch Patienten, die keinen passenden Knochenmarkspender haben, die Möglichkeit zu geben, von ihrer Erkrankung geheilt zu werden. Dort gibt es verschiedene Verfahren, die man einsetzt, um sozusagen die Ursache der Erkrankung zu beseitigen. Eins dieser Verfahren ist sehr weit vorangeschritten in den klinischen Studien und wurde auch schon bei recht vielen Patienten eingesetzt. Dort entnimmt man vom Patienten aus dem Blut Stammzellen, Vorläuferzellen für Blutzellen, die dann im Labor so verändert werden, dass man das gesunde Gen in diese Zellen einbringt. Dann wird man anschließend beim Patienten die eigene Blutbildung letztlich auf nahezu null runterfahren durch Chemotherapien, ganz analog wie bei einer Stammzelltransplantation. Konditionierung nennt man das. Und dann bekommt der Patient seine eigenen Stammzellen, also nicht die vom Spender, sondern seine eigenen, inzwischen gentechnisch veränderten Stammzellen zurück. Und aus diesen Zellen soll dann normales Blut entstehen. Und natürlich habe ich die Hoffnung, dass das für viele Patienten in Frage kommt und insbesondere vielleicht auch für die Jüngeren, die jetzt so folgen, eine Option ist, ganz geheilt zu werden. Es gibt ein zweites Therapieverfahren in der Gentherapie, was etwas anders funktioniert, wo man versucht, Modulatoren der Hämoglobinbildung durch gentherapeutische Eingriffe zu verändern. Da ist man aber im Moment noch in klinischen Studien. Also da gibt es zum Beispiel den Ansatz zu sagen, also wenn schon der Körper nur noch fetales Hämoglobin produzieren kann, dann wollen wir aber dessen Produktion wenigstens so hoch steigern, dass es dem Patienten damit gut geht. Also das ist so mal ganz einfach beschrieben der zweite Ansatz, den man im Moment verfolgt. Außerdem werden neue Medikamente im Moment erforscht, die dazu führen sollen, dass die Blutbildung gesteigert wird und dass die Patienten zum Beispiel weniger Transfusionen brauchen, oder zum Teil auch gar nicht Transfusionen brauchen. Und damit Transfusionen zu sparen, Blutkonserven zu sparen, Risiken zu sparen für Infektionen und natürlich aber auch Eisenüberladung zu sparen, weniger Medikamente gegen die Eisenüberladung zu brauchen und. Und auch da gibt es eben Entwicklungen in den letzten Jahren, die sehr positiv sind. Also ich blicke ziemlich positiv in die Zukunft. Und wir haben Fortschritte, also wir sind wirklich sehr weit gekommen. Wenn ich mir einfach, ich lebe jetzt seit 46 Jahren mit der Thalassämie, wenn ich das einfach in zwei Hälften trenne und mir die ersten 23 Jahre vergleiche mit den letzten 23, da hat sich so viel getan. Ob bei der Diagnosestellung, ob beim Monitoring, beim Screening, die Behandlung selber, die Behandlung der Folgeerkrankungen. Wir wissen heute so viel mehr. Wir können viel früher vorgreifen und auch vieles vermeiden. Wir haben mal angefangen mit eigentlich Maßnahmen, die einen gerade mal am Leben erhalten haben, also mit Transfusionen. Später mal einen Chelator. Die Compliance ist viel besser, weil auch die Einnahme besser ist. Also man muss sie nicht mehr irgendwie stechen, man hat einfach Tabletten, die man einnehmen kann. Die Untersuchungen selbst, und das sage ich als jemand, der vor 25 Jahren eine Leberpunktion hatte, wegen einer Lebereisenbestimmung. Und das ist übel und schmerzhaft und äußerst unangenehm. Und daran muss ich jedes Mal denken, wenn ich mich heute einfach in die Röhre schieben lasse für 20 Minuten und habe eine quantitative Messung des Lebereisengehalts und auch des Herzeisengehalts. Das war damals überhaupt nicht möglich. Wir haben neue Medikamente und neue Medikamente, die schon in den Startlöchern stehen. Und sogar die komplette Heilung ist nicht mehr Utopie. Man sieht im Moment, dass viel getan wird. Ich würde sagen,
lange Zeit ist gar nicht viel passiert, aber im Moment passiert viel und in 10 Jahren reden wir ganz bestimmt über andere Therapien, als wir es heutzutage tun. Das war's von uns. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und wenn ja, dann abonniert doch gerne unseren Kanal.